Hi, mein Name ist Lukas und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser kleinen MA2-Serie, die ich heute beginnen möchte. Mein Ziel ist es, quasi eine virtuelle Festivalshow zu patchen, einzurichten und dabei nehme ich euch mit. Viel Spaß dabei! In der Folge heute werde ich patchen und Layout-Views bauen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, an so ein Patching ranzugehen. Ich habe ein bestehendes Setup und will natürlich meine Startshow vor Ort benutzen. Wenn ich im Vorhinein zu so einer Show versuche ich natürlich Infos zu kriegen, was wird das Setup sein. Und im Idealfall benutzen die Kollegen vor Ort Grandma 2 und können mir einen Showfile schicken. Wenn das nicht der Fall ist, muss ich patchen. Jetzt ist es so, ich bin eine sehr faule Person und in diesem Fall habe ich ein kleines, gar nicht so kleines Setup in Capture gebaut und werde eine XML-Datei benutzen, um das Patching bei mir in Grandma 2 einzufügen. Doch zunächst gehen wir einfach mal davon aus, ich bin zum Festival gekommen, habe mein Pult mit meiner bestehenden Show fälschlicherweise schon aufs Artnet gesteckt und wie ihr sehen könnt, flickert und flackert alles fröhlich vor sich hin. Das gefällt keinem und deswegen hier mein kleiner Tipp, wie ich immer schnell meinen DMX-Output runtersetze. Es gibt in dem Fall jetzt zwei Möglichkeiten. Die schnellste Möglichkeit, schnell alles DMX auf 0 zu setzen, ist zweimal die Taste Channel zu drücken. Channel und dann steht da DMX. Dann kann man DMX 1.1 through at 0. Und alle DMX-Werte werden auf 0 gesetzt. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist in diesem Fall, sich einfach mal kurz zur Veranschaulichung den DMX-Universumspool aufzumachen. Jetzt sind natürlich alle DMX-Universen aktiv. Deswegen release ich das jetzt einfach mal nochmal, was ich gerade eben eingegeben habe. Und ihr könnt sehen, dass in den DMX-Universen 1 bis 10 anscheinend was gepatcht und aktiv ist. Um das jetzt schnell zu ändern und man braucht das Patching eh nicht, weil es ja eine alte Show, macht man Folgendes: Delete, Channel, also dreimal die Taste Channel geklickt, DMX-Universe 1 through. Dann fragt das Pult nach, will man wirklich unpatchen? Yes. Das geht natürlich nur, wenn man kein eigenes Setup dabei hat, was auf jeden Fall gepatcht bleiben sollte. Da muss man dann natürlich ein bisschen selektiv arbeiten. Doch in diesem Fall geht das ganz wunderbar und jetzt kann man anfangen zu arbeiten. Ich gehe mal ins Patching rein und zeige euch prinzipiell, wie mein Startshow-File arbeitet. Ich habe hier Spots, Wash, nochmal Wash, Beams, ein paar Multilampen, Strobos, Blinder, Generics, Hazer und was man sich sonst noch so patchen will. Das sind 11 Layer, obwohl hier 12 steht, aber die 9 ist übersprungen. Und das merken wir uns mal, dass das hier 11 Layer sind, denn das wird jetzt gleich wichtig, wenn wir die XML-Datei importieren. Und zwar habe ich Capture angewiesen. Nein, also ich habe eine Capture-Datei und in der habe ich das Design gebaut. Und bei Capture kann man das ganz wunderbar als XML exportieren. Ich zeige euch auch gerne mal eben das Fenster, wo die Datei liegt. Das ist
Die findet man dann, wenn man es mit OnPC macht, unter dem Grandma-Ordner und dann bei Fixture Layers. So, die Datei heißt jetzt Patch 2020 und die werden wir jetzt importieren. Ich habe dafür ein Makro. Diesen Makro finde ich bei mir bei Work und das ist dieser. Ich habe diesen Makro mir nicht selber ausgedacht, sondern bei Christian Jackson abgeschrieben. Das ist ein amerikanischer Operator, Designer und YouTuber, der wirklich ganz hervorragenden YouTube-Channel hat. Link findet ihr auch da oben in dieser Registerkarte zu dem entsprechenden Video, wie er diesen Makro gebaut hat. Und ich habe den nachgebaut, mitgebaut und der funktioniert super. Der Makro greift auf die Patch-Ebene vom Pull zu, importiert das Patching und das machen wir jetzt. Okay, dafür klicken wir jetzt einfach auf diesen Makro und der stellt ein, zwei Abfragen. Abfrage 1, delete all existing layers. Nein, wir wollen nicht alle unsere Patch-Layer verlieren, sondern die behalten, die ich habe. Also sage ich Nope. Dann import starting at which layer ist, wir haben eben gezählt, 11. Also sagen wir jetzt ab 12. Und dann wird an der Stelle das Patch 2020 File eingefügt. Patch 2020. So, und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, sollten wir hier im Patching 5 neue Ebenen finden. Und da sind sie. So, ich habe in dem Festival finden sich Ayrton Ghiblis, Mac Aura XBs, P10er, Robin Spiders und Robin Spikies. Ihr seht, die sind alle mit Dimmern, mit Dimmer-Presets angelegt. Das ist das Einzige, was man jetzt tatsächlich noch machen muss, die Presets ändern. Ich hätte vorher wissen müssen, bevor ich im Capture das XML-File exportiert habe, hätte ich wissen müssen, welche Fixture-Nummern bzw. Fixture-Typ-Nummern, die findet man hier, ich für die Lampen in meinem Pult vergebe. Wusste ich nicht und deswegen sind das jetzt hier noch Dimmer. Aber ist kein Problem, wir tauschen die jetzt einfach aus. Dazu gehe ich in meine Library, suche nach Ghibli. Ich habe die Lampe noch nie in der Hand gehabt, deswegen weiß ich nicht, was mich erwartet. Aber das kann bei einem Festival ja immer mal passieren. Mac Aura dürften, da sind sie, in meinem Showfile schon drin sein, weil man die Lampe einfach häufig findet und benutzt. P10er Mode 9 finde ich, glaube ich, nicht in der Grandma. Ich gucke mal nach, aber im Zweifel gibt es Mode mit 9 Channels findet man den nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es den Q10 mit 9 Channels gibt. Ja, da ist er. Das File benutzen wir. Robin Spider 1 bis 3 Zonen ist tatsächlich geändert, ist doch im Mode 2, weil ich faul bin. Und deswegen Spider. Quatsch. Hier muss man natürlich Robe eingeben. Und Mode 2. Dann nehmen wir mal einfach die Lampe hier, oder? Wie unterscheiden sie sich? Ich nehme die mal. Alternativ habe ich gleich noch auf dem Stick irgendwo ein anderes Fixture-Type rumfliegen. Dann muss man halt mal schnell tauschen. Und Spiky. Da hatte ich eben ein paar Probleme mit. Aber probieren wir jetzt einfach mal eben. So, ich nehme mal diese Lampe hier.
Okay, dann so. Die Lampen sind drin. Und dann schauen wir doch mal, ob das alles funktioniert. So, Fixture 101 bis 199 müssten meine eierten Ghiblis sein. Und siehe da, Lampen gehen an. Das funktioniert ja schon mal super. Dann haben wir 201 bis 299. Ich weiß nicht, wie viele Lampen ich vor Ort habe, deswegen mache ich immer erstmal bis 299. Weil dass da wirklich mehr als 100 Lampen von einem Typ hängen, weiß man dann auch wirklich vorher. Ja, das sind meine Washlights. Dann 301 bis 399 müssten meine Washlights in der Gasse sein. Und das sind sie auch. Wundervoll. 401 bis 499. Und ich behaupte, die werden jetzt nicht funktionieren. Genau. Weil sich da eben nämlich noch eine Änderung im Patch ergeben hat, die ich jetzt aber vergessen habe. Deswegen mache ich das eben manuell. Das waren die Spikies. Die sind nämlich jetzt auf Universum 10 gewandert. Oder 9? Nee. Nee, die sind auf Universum 10. 1. So, aber man sieht immer noch keine Lampe. Weil da bestimmt keine Highlight-Werte hinterlegt sind in diesem Fixture-File. Da gucke ich mal rein. Spiky, Fixture Types, Edit. Und wie wir sehen, keine Highlight-Werte. Weder für Farben noch für Dimmer. Das ändern wir jetzt. Und zwar nehme ich mir die Lampen 401 bis 499. Dann Dimmer hoch. Color auf Vollweiß. Und das speichere ich mir als All Preset, das ich HL nenne. Jetzt kann man das clearen. Klickt Assign auf das Preset und Please. Dann fragt das Pult, was das für ein Special-Modus sein soll, und man sagt Highlight. Danach muss man das Preset aber nochmal aktivieren, damit die Highlight-Werte eingespeichert werden. Und jetzt 401 bis 499 kann ich die Lampen auch ganz gewohnt highlighten. Ich hätte jetzt noch Shutterwerte mit reinspeichern können, aber das kann ich jetzt, glaube ich, auch vernachlässigen. Okay, so, dann noch die P10er. 501 bis 599. Und siehe da, auch keine Highlight-Werte. Das gucke ich mir mal an. Okay, ich kann die Lampe nicht einmal sehen. Aha. Schauen wir doch mal, was mit dem Shutter. Da passiert schon was. Da scheinen die Shutterwerte nicht ordentlich hinterlegt zu sein. Dann machen wir uns als erstes jetzt den Highlight-Wert. Okay. Speichern das auch in diesen Highlight-Preset rein. Und jetzt müssen wir uns auch noch ein Default-Preset für den Shutter bauen, damit der einfach immer offen ist. Ich mag das lieber. Das mache ich da unten und da schreibe ich Default. Selbes Spiel, Assign, Special-Modus, Default und erneut aktivieren. So, und jetzt 501 bis 599. Highlight funktioniert immer noch nicht, weil
Warum nicht? Weil ich den Highlight-Wert, glaube ich, noch nicht neu angewählt hatte, richtig? Ja. So, und jetzt kann ich die Lampen highlighten. Wundervoll. Okay, also Patching funktioniert. Und jetzt bauen wir uns Layouts. Das Tolle dabei, dass die Lampen über eine XML-Datei jetzt importiert wurden, ist folgendes. Neben den Patch-Werten und den Fixture-Nummern, die ich in Capture vergeben habe, wurden auch die XYZ-Koordinaten sowie die Rotation importiert. Und das erleichtert uns alles. Ich mache jetzt Folgendes. Diese Layouts lösche ich. Das sind meine alten Lampen, die ich jetzt nicht habe. Und jetzt baue ich einen neuen Layout mit den Lampen 101 bis 599. Das sind alle Lampen, die es vor Ort gibt. Das speichere ich hierhin. Nenne es All. Wenn ich dieses Layout jetzt öffne, klicke ich auf Setup, klicke auf Arrange und dann auf Camera. Denn wenn ich euch mal eben hier in diesem View hier den Stage View zeige, könnt ihr sehen, dass es die Lampen gibt. Und wenn es sie im Stage View gibt, dann können wir quasi die Kameras, die es vorgefertigt gibt, unter anderem auch die Front oder den Top View, den können wir auch einfach für unseren Layout View benutzen. Und das ist etwas, was uns das Leben enorm vereinfacht. Denn jetzt haben wir alle Lampen hier drin. Das sieht jetzt noch ein bisschen chaotisch aus. Das räume ich jetzt aber auf. Ich kopiere mir diesen Layout View hier rüber, nenne den Ghibli und schmeiße jetzt aus diesem Layout die Lampen 201 bis 599 raus. Und zwar, indem ich Store klicke, dann auf den Layout und dann Remove. Und prompt habe ich nur meine Ghiblis in meinem Layout. Was natürlich eine schöne Sache ist. So, das mache ich jetzt noch für die anderen Lampengruppen. So, 101 bis 199. So, und jetzt sieht man, das ist gar nicht so praktisch, dass ich hier den Top-View habe, weil ich Gassenlichter habe. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich drücke wieder Camera und nehme mir jetzt die Front View 2D. Und das kommt einem besseren Arbeitsview entgegen. So, hier muss ich noch umbenennen. Aua. Was war denn das denn?
Spiders. Dann machen wir hier weiter. Über Select Fixture kann ich die Lampen, die ich in anderen Layouts schon drin habe, einfach auswählen. Remove. Und 501 bis 509. Remove. Das heißt, das hier sollten idealerweise unsere Spiders sein. Und jetzt selecte ich nochmal alle Lampen, die vorher irgendwo drin waren. Und hier habe ich meine P10er. Dass die P10er so dunkel erscheinen, habe ich aus Performance-Gründen bei meinem Capture gemacht. Ich visualisiere über einen Laptop, der auch schon 2 Jahre auf dem Buckel hat, und die GTX 1070, die da drin ist, schafft schon eine Menge, aber wenn ich jetzt alle Lampen auf Vollgas hätte, dann würde man nicht mehr so viel sehen. So, jetzt habe ich meine Layouts gebaut und muss die noch zu Ende labeln. Da habe ich mich verschrieben. Und dann bin ich im Grunde genommen bereit, mir meine Gruppen zu bauen. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und ich werde jetzt jede Folge mich ein bisschen weiter in meinem Showfile weiter vorarbeiten und würde mich freuen, wenn ihr den Channel abonniert und ein Like da lasst, vielleicht auch einfach den ganzen Quatsch teilt, und ansonsten bin ich raus. Ciao, ciao.